Ist mein Portfolio ausreichend diversifiziert, also breit aufgestellt? Habe ich darin ein unerkanntes Klumpenrisiko? Oder gibt es weiße Flecken auf der Landkarte und ich lasse mir Chancen entgehen? Um das rauszufinden, kann euch ein Tool zur Portfolioanalyse helfen. Und das gibt es jetzt im Broker von Scalable Capital. Wie es aussieht, wie es euch mit grafischen Darstellungen schnell und leicht verständlich neue Einblicke in euer Portfolio gibt und welchen Nutzen ihr davon habt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ihr kennt es bestimmt. Ihr habt mal mit einem weltweiten Aktien-ETF angefangen zu investieren. Dann kam ein Branchen- und ein Themen-ETF dazu, zum Beispiel auf Technologie und den Gesundheitssektor. Und einen Anleihen-ETF habt ihr auch noch. Mit übrigem Geld habt ihr dann Aktien von mehreren Firmen gekauft und eine davon bespart ihr zusätzlich mit einem monatlichen Sparplan. Wie klingt das? Irgendwie gut, aber ganz ehrlich, könnt ihr mir sagen, wie gut diversifiziert euer Portfolio ist? Also, wie breit habt ihr denn das investierte Geld gestreut? Wie hoch ist das Gewicht der USA und anderer Regionen? Ist die Tech-Branche bei euch vielleicht besonders hoch gewichtet und sind Schwellenländer ausreichend abgedeckt? Den vollen Überblick zu haben, ist hier wirklich nicht einfach. Ihr müsstet ja auch in die einzelnen ETFs reingucken, die Branchen- oder Regionengewichte zusammensuchen, die Aktien jeweils auch noch dazu zählen und dann ausrechnen, wo ihr wie stark investiert seid. Wenn ihr euch diesen Aufwand nicht macht und auf den Durchblick verzichtet, überseht ihr womöglich Risiken oder ihr verpasst Chancen. Beides nicht so gut. Deshalb bietet Scalable Capital in seinem Broker jetzt ein starkes Werkzeug zur Portfolioanalyse. Wie gut ein Portfolio diversifiziert ist, solltet ihr euch auf mehreren Ebenen anschauen. Erstens, habt ihr euer Geld über verschiedene Regionen verteilt, also zum Beispiel Industrie, Schwellenländer, über verschiedene Währungsräume, USA, Eurozone? Zweitens, deckt ihr alle Bereiche der weltweiten Wirtschaft ab, also nicht nur Tech-Konzerne, sondern zum Beispiel auch die Konsumgüterbranche, das Gesundheitswesen und so weiter. Hier gibt es eine etablierte Systematik von 11 Sektoren und der Portfolio-Check zeigt euch auf die Schnelle, ob ihr alle abgedeckt habt. Und natürlich auch ganz grundlegend, deckt ihr die wichtigsten Anlageklassen ab, also Aktien, festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, habt ihr auch einen Teil in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe investiert und zusätzlich vielleicht ein bisschen Cash für die nächsten Käufe im Portfolio? Diese Analysen zeigen euch auf die Schnelle schon mal, ob ihr was Relevantes nicht abgedeckt habt. Also ein sehr hilfreicher Überblick. Der nächste Teil der Analyse geht deutlich tiefer. Hier könnt ihr gewissermaßen sogar in die Zukunft schauen. Beim Anlegen wird ja furchtbar gern und furchtbar viel spekuliert. Was bringen die nächsten Tage, Wochen und Monate? Und alle, die sich schon eine Zeit lang mit Börsen und Investieren beschäftigen, wissen, langfristig, das heißt auf Sicht von 10 und mehr Jahren, ging es in der Vergangenheit aufwärts. Aber wie sich die Kurse kurzfristig, morgen, übermorgen, nächste Woche entwickeln, kann niemand zuverlässig vorhersagen. Umso besser ist es da doch, wenn ich schon nicht weiß, was als nächstes passiert, wenigstens eine Ahnung zu haben, wie es mir und meinem Portfolio denn ergehen würde in bestimmten Situationen. Also, wenn die Inflation in der Eurozone steigt, wenn die Aktienmärkte in Europa oder weltweit in die Knie gehen oder wenn die FED die Zinsen in den USA weiter anhebt, wie würde denn da eure Geldanlage dastehen? Wie geht das? Beispiel. Steigt die Inflation, reagieren Notenbanken typischerweise mit Zinserhöhung. Das lässt die Zinsen von Anleihen steigen, kann aber die Kurse an den Aktienmärkten drücken. Und solche typischen Zusammenhänge und ihre Auswirkungen werden mit umfassenden Berechnungen auf die Aktien, Anleihen und so weiter in eurem Portfolio angewandt. Und ihr bekommt dann einen Eindruck davon, was passieren könnte. Natürlich ist es beim Ergebnis, muss man dazu sagen, nicht garantiert, dass es genauso eintreten würde. Aber ihr seht innerhalb kurzer Zeit deutlich, ob die Allokation, also die Aufteilung eures Geldes in unterschiedliche Wertpapiere, eher robust oder sehr empfindlich gegenüber bestimmten Szenarien ist. Und das kann euch Hinweise geben, euer Portfolio vielleicht in eine bestimmte Richtung anzupassen, leicht oder stärker umzugewichten. Hier wird euch dann auch eine Auswahl an ETFs angezeigt, die ihr zusätzlich ins Portfolio aufnehmen könntet, um für so eine Situation gewappnet zu sein. Also ETFs, deren Kurse im gewählten Szenario eher nicht stark einbrechen oder sich sogar positiv entwickeln können. Das Ganze basiert auf historischen Daten. Ob das in der Zukunft also auch genauso kommen wird, kann natürlich auch hier niemand mit Sicherheit sagen. Darüber hinaus könnt ihr euer Portfolio auf mehreren Ebenen durchleuchten lassen. Zum einen erfahrt ihr, wie
euer Portfolio nach Anlageinstrumenten aufgeteilt ist, also wie viel Prozent eures Geldes stecken in Einzelaktien, ETFs und so weiter. Zusätzlich erhaltet ihr weitere Auswertungen, wenn ihr den Prime oder Prime Plus Broker nutzt. Nämlich, wie sieht die Aufteilung nach Anlageklassen aus? Aktien, Anleihen, Mischfonds und so weiter. Einblicke in die festverzinslichen Wertpapiere gibt es auch. Also falls ihr Anleihen oder Anleihe-ETFs habt, wie teilen die sich etwa auf Unternehmens- und Staatsanleihen auf? Ein Punkt der Analyse sind auch die Sektoren bei Aktien. Eine Übersicht, ob ihr in alle 11 Sektoren investiert seid, bekommt ihr auf jeden Fall, haben wir schon gesehen. Hier wird euch nochmal gezeigt, wie stark seid ihr in die einzelnen Sektoren investiert. Vielleicht wollt ihr ja eigene Schwerpunkte setzen oder im Gegenteil starke Übergewichte auf einzelne Sektoren vermeiden. Und die Auswertung gibt euch hierfür einen schnellen Überblick. Die Regionen werden auch angeschaut, also wie ist euer Geld auf Industrieländer, Schwellenländer oder nicht kategorisierte Länder verteilt. So, jetzt geht es noch eine Ebene tiefer, ebenfalls für alle, die Prime oder Prime Plus nutzen. Da ist zum einen die Untersuchung darauf, wie euer Geld auf verschiedene Unternehmen aufgeteilt ist. Was heißt es? Wie viel steckt zum Beispiel in großen etablierten Firmen, wie viel in kleinen, deren Kurse womöglich stärker schwanken, die aber zum Teil höheres Kurspotenzial haben. Diese Analysen zeigen euch auch, wie stark seid ihr in Value-Unternehmen investiert, die in vielen Fällen stabile Gewinne abwerfen und regelmäßig Dividenden zahlen, und wie stark in Growth-Werte, die vielleicht noch keinen Gewinn erzielen, aber stark ins Wachstum ihres Geschäfts investieren. Und es gibt noch einen weiteren Einblick, der wirklich wertvoll sein kann, nämlich einen Überblick darüber, wie hoch die Bonität der Emittenten von festverzinslichen Anlagen in eurem Portfolio ist. Bei Anleihen spielt die Bonität ja eine Rolle. Zuverlässige Schuldner wie die USA oder Deutschland zahlen typischerweise eher niedrige Zinsen, dafür ist ihre Ausfallwahrscheinlichkeit sehr gering. Bei anderen Staaten oder Unternehmen kann das anders aussehen. Kauft ihr deren Anleihen, ist der Zinscoupon höher, dafür auch das Risiko. Und um hier kein Ungleichgewicht zu haben, ist es sinnvoll, sich einen Überblick zu verschaffen. An der Stelle gibt es kein eindeutiges richtig oder falsch. Nur dass ihr euch mal bewusst macht, wie sehr ihr in Anleihen mit hoher Bonität investiert seid und wie stark in eher spekulative Papiere, ist auf jeden Fall besser, als es nicht zu wissen oder unbewusst ein Übergewicht auf der einen oder anderen Seite zu haben. Jetzt sprechen wir noch über Dividenden. Manche wollen sich ja damit gezielt einen eigenen Einkommensstrom aufbauen. Regelmäßige Gewinnausschüttungen, die über die Jahre, wenn ihr immer mehr Geld investiert habt, zu einem hübschen jährlichen oder zum Teil vierteljährlich wiederkehrenden Sümmchen anwachsen können. Diese Analysen zeigen euch, wie viel an Dividenden oder auch Zinsen, die es zum Beispiel bei Anleihen gibt, habt ihr dieses Jahr schon erhalten? Und war das mehr oder weniger als voriges Jahr? Die Zinsübersicht gibt es übrigens für alle, die Prime Plus nutzen. Das war jetzt eine ganze Menge. Wozu das Ganze? Wir sagen ja immer, man sollte wissen, worin man investiert. Das gilt für die einzelnen Wertpapiere und Finanzprodukte, die ihr kauft. Es ist allerdings auch auf Portfolioebene wichtig zu verstehen, wie bin ich denn eigentlich investiert? Ungünstig wäre, ihr habt keinen Überblick. Euer Portfolio geht für euch überraschend in einer bestimmten Situation in die Knie. Ihr werdet nervös und verkauft aus Angst vor weiteren Kursstürzen und realisiert damit Verluste. Und vor sowas können euch die Auswertungen womöglich ein Stück weit schützen, weil ihr eben nicht kalt erwischt werdet. Auf jeden Fall verschaffen sie euch mehr Transparenz. Jetzt wünsche ich viel Erfolg beim Investieren.